Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Deployen. Kennt ihr das? Ihr öffnet das Handschuhfach eures Autos und euch fällt ein Stapel alter Tankbelege entgegen. Oder noch schlimmer, die Warnleuchte für den Service geht an und ihr habt keine Ahnung, wann der letzte Ölwechsel eigentlich war oder welches Öl ihr beim letzten Mal verwendet habt. Die klassische Dokumentation von Fahrzeugwartung ist oft ein Chaos aus physischen Rechnungen, unauffindbaren Notizen oder unübersichtlichen Excel-Tabellen, die man am Ende doch nicht pflegt. Genau dieses Problem lösen wir heute. Wir installieren Looplogger. Das ist eine komplett selbst gehostete, webbasierte Lösung, die als euer digitales Service-Heft fungiert. Damit habt ihr die volle Kontrolle über alle Daten eurer Fahrzeuge, von den Tankkosten bis hin zu komplexen Reparaturen, ganz ohne Cloud-Abhängigkeit oder monatliche Abokosten. In diesem Video zeige ich euch, wie wir Looplogger mit Docker Compose aufsetzen, die ersten Fahrzeuge einrichten und wie wir später Backups erstellen, damit diese Daten nicht verloren gehen. Am Ende dieses Videos läuft bei euch eine private Instanz, die euch genau sagt, was euer Auto pro Kilometer kostet und wann der nächste Termin ansteht. Das erste, was ich mache, ist mir zu überlegen, auf welchem Server ich das Ganze installieren möchte. Ich könnte jetzt hier einen Server in meinem Heimnetzwerk nehmen oder einen VPS, der außerhalb liegt. In diesem Video nutze ich wieder Hetzner. Falls ihr hier Neukunde seid, könnt ihr mit meinem Affiliate-Link aus der Beschreibung 20 € Startguthaben erhalten. Ich logge mich in die Konsole ein und in der Konsole drücke ich hier auf Server erstellen. Ich wähle aus, dass ich einen kleinen CX23 haben möchte mit Standort in Deutschland. Ubuntu 24.04 möchte ich benutzen. Eine öffentliche IPv4-Adresse möchte ich haben. Und hier bei der Cloud-Config gehe ich zu deploy.de, gehe zum Hetzner Cloud Init Generator, gebe ein, dass ich einen Hauptbenutzer erstellen möchte, der deployen heißt. Und dann gebe ich hier ein SSH Public Key ein. Falls ihr nicht wisst, wie man einen erstellt, guckt euch mein Video zu VPS für Anfänger an. Den Public Key kopiere ich hier rein und wähle hier aus, dass mir Docker installiert werden soll und dass der Root-Login verboten wird und nur der SSH-Key-Login erlaubt sein soll. Jetzt kopiere ich mir hier die Config und füge sie hier in dieses Feld ein und drücke auf kostenpflichtig erstellen. An dieser Stelle muss ich jetzt warten, bis der Server wirklich bereit ist. Was passiert ist, dass der Server jetzt gestartet wird, danach wird Docker installiert und danach wird der Server noch einmal neu gestartet. Das heißt also, hier kann es an dieser Stelle auch 5 Minuten dauern, bis ich den Server wirklich erreichen kann. Als nächstes öffne ich VS Code. In Visual Studio Code gehe ich hier auf dieses Icon, Open a Remote Window und drücke hier auf Connect Current Window to Host. Hier gebe ich ein Deploy, Add IP-Adresse des Servers, den ich gerade erstellt habe, und ich versuche mich zu verbinden. Ich wähle aus, dass es sich um einen Linux-Server handelt und den Fingerprint bestätige ich hier auch. Jetzt bin ich mit dem Server verbunden und ich drücke hier auf Open Folder und ich öffne mein Heimverzeichnis unter Home Deployen. Hier drücke ich auf Trust Folder and Continue und jetzt bin ich endgültig mit dem Server verbunden. Ich kann jetzt hier ein Terminal öffnen und zum Beispiel ausführen Docker --Version und dadurch sehe ich, dass bei mir Docker in der Version 29.1.3 läuft. Aber ihr könnt Looplogger natürlich genauso auf eurem Raspberry Pi installieren oder einem Ugreen NAS oder einem Synology NAS. Die Installation sollte überall gleich sein. Was ich jetzt als erstes mache, ist mir einen Ordner anzulegen für Looplogger. Das heißt, ich gebe ein mkdir Looplogger und ich sehe jetzt hier ein Verzeichnis. Als nächstes besuche ich das Repository von Looplogger. Also ich suche nach Looplogger GitHub und gehe hier zum Repository Hargata Looplog. Hier bei Hargata Looplog sehe ich auch 3 verschiedene Docker Compose YAML. Und zwar gibt es einmal die ganz normale Docker Compose YAML und dann gibt es als zweites auch noch die Docker Compose.PostgreSQL YAML. Wenn man das hier verwendet, nutzt man SQLite. Für gewöhnlich reicht es aus, aber ich möchte in diesem Fall auch noch Postgres benutzen, weil Postgres deutlich robuster ist und besser mit vielen gleichzeitigen Zugriffen umgeht. In der Regel ist es hier aber nicht nötig. Das heißt, ich kopiere mir hier den Inhalt der Docker Compose YAML und füge das Ganze hier in eine Compose YAML im Ordner Looplogger ein. Und an dieser Stelle ändere ich ein paar Sachen. Die Named Volumes ändere ich von Data und Keys zu Bindmounts mit /data und /keys
und ich lege hier im Ordner Looplogger mir auch noch die Ordner an, Data und Keys. Außerdem auch noch den Ordner DB, den ich gleich verwenden möchte. Jetzt habe ich das im falschen Ordner gemacht. Das heißt, ich verschiebe mir die Ordner hier rein. Jetzt habe ich im Ordner Looplogger den Ordner Data, DB und Keys. Hier an dieser Stelle möchte ich Postgres in der Version 18 benutzen. User, Passwort und DB kann ich so lassen. Könnte es natürlich auch umbenennen. Die Sachen hier lösche ich. Und aus Postgres mache ich /db und aus varlib PostgreSQL Data entferne ich das /data am Ende. Hier, was auch noch an dieser Stelle fehlt, ist, dass ich erst einmal eingebe depends on Postgres und ich gucke jetzt hier nochmal nach bei Looplog, welches Package hier wirklich zur Verfügung steht. Ich sehe hier, es wird gerade die Version 1.5.5 verwendet und die möchte ich auch explizit eingeben. Also hier gebe ich ein 1.5.5. Damit kann ich sicher gehen, dass ich hier die Version 1.5.5 herunterlade und erst, wenn ich hier diese Zahl ändere, dann auch ein Update einspielen kann. Beziehungsweise ihr könnt auch zu einem späteren Zeitpunkt die Version 1.5.5 benutzen und habt dann dieselbe Version wie ich hier in diesem Video. Ich bewege mich jetzt in den Ordner Looplogger und im Ordner Looplogger führe ich aus sudo docker compose up-d und die Version 1.5.5 wurde nicht gefunden. Ich gucke nochmal nach, wie sie wirklich heißt. Und sie heißt v1.5.5. Also das heißt, hier füge ich noch ein v ein, speichere die Datei und führe den Befehl nochmal aus. Und diesmal werden die Images heruntergeladen. Und ich gehe jetzt hier zu dem Zahnrad, also zu den Settings. In den Settings kann ich erst einmal Dark Mode aktivieren und dann kann ich hier die Sprache ändern von Englisch auf gar nichts. Ich drücke hier mal auf Get Translations und lade hier Deutsch herunter. Jetzt kann ich hier als Language auch Deutsch auswählen. Jetzt ist das alles hier auf Deutsch. Was ich als nächstes mache, ist hier auf Configure zu gehen. Und ich gucke mir nochmal an, wie man Postgres hier wirklich einrichtet. Also in der Dokumentation gehe ich zu Postgres und das ist der String, den man hier eingeben muss. Der Host war in meinem Fall Postgres mit dem Port 4321, ne, 5432. Dann brauche ich meinen Username, den habe ich schon wieder vergessen. Also mein Username ist Looplogger. Das ist auch der Name für die Datenbank. Und Passwort war looppass. Und jetzt drücke ich mal auf Next und nochmal Next und nochmal Next, Next und drücke auf Speichern. Jetzt lade ich mal die Seite hier neu und ich weiß nicht, ob die Datenbank jetzt wirklich verwendet wird. Ich gebe ein sudo docker compose logs Postgres. Ich sehe hier nicht, dass hier irgendwas in der Postgres-Datenbank passiert. Ja, hier passiert relativ wenig. Was ich jedenfalls hier machen sollte, ist die Authentifizierung zu aktivieren. Und jetzt habe ich hier einen Anmeldebildschirm. Jetzt gehe ich hier nochmal in das Admin-Panel. Nee, doch nicht. Gehe in die Einstellungen. Hier im Local Override gebe ich auch nochmal ein de und Local Datetime Override gebe ich auch ein de. Ich speichere das Ganze. Ich verlasse die Einstellung und Looplogger sollte jetzt an dieser Stelle fertig installiert sein. Der erste logische Schritt, um die Anwendung zu nutzen, ist das Anlegen eures Fahrzeugs. Also jetzt in der Garage drücke ich hier auf dieses Plus-Icon und kann jetzt hier ein Fahrzeug hinzufügen. Also kann hier zum Beispiel sagen, ich habe ein Auto aus dem Jahr 2010 vom Hersteller Ford mit der Kraftstoffart Diesel und kann hier ein Kennzeichen hinzufügen, B1234 und könnte hier auch noch ein Bild vom Auto hochladen. Drücke auf neues Fahrzeug erstellen. Es geht nicht, ich muss ein Modell eintragen. Es handelt sich hier um einen Ford Fiesta. Drücke auf Fahrzeug hinzufügen und habe jetzt hier mein Fahrzeug angelegt. In dem Fahrzeug kann ich jetzt hier verschiedene Sachen mir angucken. Ich kann mir hier angucken, wie der letzte Kilometerstand war und wie der Durchschnittsverbrauch ist. Hier lässt sich irgendwie wenig eintragen. Ich kann hier auch Kaufdatum und Kaufpreis eintragen. Und hier ist momentan sehr wenig zu sehen. Ich gehe nochmal zurück zu meiner Garage und gehe in die Einstellung nochmal rein. Und hier kann ich auch weitere Tabs hinzufügen. Also Wartungseinträge, Reparaturen, Upgrades, Kraftstoff, Kilometerstand, Gebühren, Notizen, Erinnerung, Ersatzteile, Planer, Inspections. Und jetzt gehe ich nochmal in die Garage und wähle das Auto aus
Und jetzt habe ich hier deutlich mehr Sachen, die ich eintragen kann. Also ich kann zum Planer gehen und eintragen, was ich so geplant habe an dem Auto. Also ich könnte hier schreiben, beschreibe den Plan, Dashboard, Kamera einbauen und habe jetzt hier ein Kanban-Board mit den Sachen, die ich für das Auto geplant habe. Natürlich kann ich das dann bewegen und sagen, irgendwann ist es erledigt. Ich kann hier einen Kilometerstand eintragen. Also ich kann jetzt hier einen Kilometerstand hinzufügen und sagen, hier der Kilometerstand ist jetzt 10.000 und könnte danach später noch einen Kilometerstand hinzufügen. Also ich gebe mal hier einen, am 15. war der 10.000 und jetzt am 20. ist der 20.000. Dann habe ich hier die Kilometerstände und sehe auch im Dashboard, wie viel Kilometer ich in welchem Monat gefahren bin. Dann kann ich hier Wartungseinträge hinzufügen. Am 18. bei 15.000 habe ich für 50 € Reifenwechsel. Das füge ich mal hinzu und gehe noch mal ins Dashboard. Was ich komisch finde, ist, dass der Kilometerstand hier nicht eingetragen wird, sondern er halt beim Wartungseintrag hier bleibt. Ich frage mich gerade, wenn ich diesen Stand hier lösche, dann habe ich hier keine Kilometer mehr in der Anzeige, aber hier sehe ich trotzdem, dass der letzte Kilometerstand 15.000 ist und ich halt 5.000 Kilometer weit getravelt bin. Hier sehe ich meine Gesamtkosten und hier sehe ich die Gesamtkosten nach Typ geordnet. Also ich kann hier eine Reparatur eintragen. Reparatur bei 16.000 Kilometerstand habe ich für 1.000 € Blechschaden ausgebessert und dann verändern sich hier die Metriken dazu. Und hier sieht man, wie viel Geld man pro Monat ausgegeben hat für das Auto. Ich kann hier Upgrades hinzufügen, also was für ein Upgrade ich am Auto durchgeführt habe. Ich kann hier natürlich auch Dokumente hochladen. Das heißt, wenn ich irgendwelche Rechnungen bekomme und die nicht nur zu Paperless hochladen möchte, schaut euch dazu mein anderes Video zu Paperless an, sondern sie hier direkt bei meinem Logbuch zum Auto behalten möchte, kann ich sie auch zusätzlich hier hochladen. Ich kann hier den Kraftstoff eintragen und hier ist der Kraftstoffverbrauch in Gallonen. Sagen wir, ich habe 10 Liter getankt und ich habe dafür 20 € bezahlt. Sobald ich dann ein zweites Mal das Auto tanke und hier angebe, dass ich eine Vollbetankung hatte, dann sieht man auch, wie der Verbrauch des Autos war. Ich kann hier auch eingeben, dass ich eine Betankung verpasst habe, damit die Verbrauchsrechnung dabei halt nicht läuft. Ich gehe noch mal in die Einstellungen rein. Ich glaube, diese Gallonen kann ich irgendwo ändern. Also hier imperiale Berechnung für Kraftstoffverbrauch verwenden. Das schalte ich mal aus. Und jetzt, wenn ich in die Garage gehe und zum Kraftstoff, dann sehe ich hier auch das Ganze in Kilometern und der Verbrauch ist dann in Litern. Ich kann hier Ersatzteile hinzufügen. Das heißt, wenn ich ein Ersatzteil habe, kann ich hier Bilder davon hochladen oder hier beschreiben, was ich genau gekauft habe. Ich kann hier andere Gebühren festlegen, also sowas wie Versicherung, wie teuer war die Versicherung und hier ein Datum festlegen dafür. Und dann sehe ich halt in meinem Dashboard, wofür ich Geld ausgegeben habe und wann die Ausgaben stattfanden. Ich kann hier andere Notizen hinzufügen, also hier einfach eine Notiz hinzufügen und dann kann ich hier irgendwas reinschreiben. Ich kann hier Inspektionen festlegen. Also wenn ich meine Hauptuntersuchung hatte, kann ich hier eintragen Hauptuntersuchung und dann hier Hauptuntersuchung hat mich 150 € gekostet und dann das Dokument hier eintragen und auch noch den Kilometerstand eintragen, wenn das hier stattgefunden hat. Also den Kilometerstand muss man immer eintragen. Guck mal, da war es 8.000. Und hier kann ich auch noch Erinnerungen festlegen. Das heißt, wenn ich an irgendetwas Bestimmtes erinnern werden möchte, wie zum Beispiel, dass ich Reifen wechseln soll, dass ich Öl wechseln soll, dann kann ich hier eine Erinnerung hinzufügen. Und dann kann ich hier auch nach irgendwas suchen. Also wenn ich jetzt hier nach Reifen suche, dann sehe ich meinen Eintrag mit dem Reifenwechsel und kann gleich hier hinspringen und den Eintrag bearbeiten. Und jetzt sehe ich hier auch bei Wartungseinträge, hier war die Hauptuntersuchung und im Dashboard sehe ich alle Kosten über die Laufzeit verteilt. Damit läuft dieses System. Woran ihr denken müsst, ist die Datensicherung. Da wir hier keinen Drittanbieter benutzen, sind wir verantwortlich für die Daten. Das heißt, was ich hier machen kann,
ist einmal in die Einstellungen zu gehen und hier ein Backup erstellen. Also sobald ich hier auf Erstellen drücke, wird mir hier ein Ordner mit DB Backup heruntergeladen. Es besteht aus 3 Ordnern: Config, Data und Translations. Und in den Data ist nicht alles enthalten, was ich hier reingespeichert habe. Das wäre nur der Fall, wenn ich kein Postgres verwenden würde. Da ich aber Postgres verwende, muss ich auch noch irgendwie die Postgres-Datenbank sichern, die sich hier befindet. Und da ich das nicht im laufenden Betrieb machen sollte, muss ich einen Postgres-Dump anlegen. Ich stoppe nochmal alle Container. Also ich gebe einen sudo docker compose down und jetzt verändere ich hier die Compose-YAML. Und zwar gebe ich hier ein, der Ordner Backup soll gebunden werden an den Ordner Backup. Und jetzt erstelle ich hier an dieser Stelle im Ordner Looplogger noch den Ordner Backup. Und jetzt starte ich die Container alle wieder. Und was ich jetzt mache, ist einzugeben sudo docker compose exec, dann Postgres und dann /bin/bash. Und schon befinde ich mich in dem Container. Und in dem Container befindet sich der Ordner namens Backup. Und in diesem möchte ich einen pg-dump anlegen. Das heißt, ich gebe ein pg-dump -u looplogger -d looplogger und dann ist größer als /backup/backup.sql. Und jetzt sehe ich in meinem Backup-Ordner ist mein backup.sql und hier habe ich den Dump meiner Backup-Datei. Das heißt, hier ist dann alles gespeichert, was ich in meine Datenbank eingetragen habe. Jetzt sehe ich hier zum Beispiel auch die Servicekosten, die ich eingetragen habe, hier mit den Kosten 50 und den Kosten 150. Hier ist die Hauptuntersuchung. Das heißt also, die Postgres-Datenbank wurde definitiv verwendet und ich bin jetzt dafür verantwortlich, dass ich hier diese Datenbank auch sichere. Diese backup.sql-Datei solltet ihr dann irgendwo anders hinpacken. Und falls es ein Update von Looplogger geben sollte, müsst ihr hier diese Zahl ändern, zum Beispiel zu Version 1.5.6. Ich verlasse mal den Container wieder. Und dann könnt ihr eingeben sudo docker compose pull, um die neueste Version herunterzuladen. Die gibt es jetzt hier natürlich nicht. Und dann müsstet ihr noch einmal ausführen docker compose down und docker compose up -d und ihr hättet die neue Version am Laufen. Und damit habt ihr eine voll funktionsfähige Kommandozentrale für euren gesamten Fuhrpark. Ihr wisst ab sofort genau, was euer Auto pro Kilometer kostet, wann der nächste Service fertig ist und habt jeden Beleg digital griffbereit. Und das alles ohne eure Bewegungsdaten an Dritte zu verkaufen. Wenn ihr noch mehr Dienste selbst hosten wollt, abonniert gerne meinen Kanal. Falls euch das Video gefallen hat, würde mich ein Like freuen. Bei Fragen oder Anmerkungen nutzt gerne die Kommentarfunktion. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ein Klick, ein Chart, alles da. Die Werkstatt fragt, ich sag voila. Looplogger.